Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute ein kleines Update über Gold und Silber geben und auch ein bisschen die Kursziele besprechen und so die allgemeinen Faktoren, die den Gold- und Silberpreis im Moment ein bisschen pushen. Aber auch ganz klar sagen, dass wir hier das Risiko für eine kurzfristige Korrektur in den nächsten Monaten definitiv haben. Und wir besprechen so ein bisschen, wie erkennt man das und wohin könnte es da gehen. All das in diesem Video. Ja, der Gold- und Silberpreis ist ziemlich gut gelaufen wieder in den letzten Tagen, nachdem wir hier eine Seitwärtskonsolidierung gehabt haben in den letzten Wochen und Monaten. Ja, und da ist Gold ausgebrochen und dementsprechend auch Silber ist weiter angestiegen, obwohl sich Silber tatsächlich immer noch, ich würde sagen, sogar noch einen Ticken besser hält oder generell auch die Performance in den letzten Monaten war Silber eigentlich ein bisschen besser als Gold. Und ich glaube, dass sich das durchaus auch fortsetzen kann. Wir blicken auch gleich schon auf den Chart, doch zuerst natürlich noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und auch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, gehen wir mal rein in den Goldchart und gucken uns mal an, was Gold so die letzten Tage gemacht hat. Da sehen wir eben diesen Ausbruch von dieser Konsolidierungsphase. Und ich hatte ja hier in dieser Phase auch einige Videos über Gold gemacht und Updates. Und da habe ich ja immer gesagt, dass wir so, ja, dieses Risiko haben, dass wir auch beim Gold mal eine größere Korrektur sehen können. Und ich werde euch gleich nochmal zeigen, wie das im Chart aussieht, warum ich das glaube. Aber wir haben es, wie gesagt, geschafft, in dieser Range auszubrechen und zwar nach oben hin. Und das ist immer ganz, ganz wichtiges charttechnisches Signal, dass dann entsprechend dieser Aufwärtstrend auch weiter fortgesetzt wird. Ja? Also für 2025 wenn wir das Thema Kursziel von Gold ansprechen, wäre ich tatsächlich ganz optimistisch, dass wir durchaus auch die $4.000 2025 sehen könnten. Ob wir da bei diesem Preis schlussendlich auch schließen oder ungefähr bei in diesem Bereich handeln werden, das stellt sich in Frage, weil wir eben, wie gesagt, dieses Risiko dieser Korrektur haben. Und da müssen wir mal in den Monatschart gehen von Gold. Und hier sehen wir gerade beim RSI, und ich finde, es ist ein ganz hilfreiches Tool dafür, zu erkennen, eben wie überverkauft ist denn der Markt. Und tatsächlich ist ja schon ziemlich übergekauft, Entschuldigung, übergekauft, nicht verkauft, übergekauft. Aber ihr seht so in den 70er Jahren zum Beispiel, da war der Wert auch schon mal deutlich höher. Das bedeutet jetzt nicht per se, dass wir jetzt jeden Moment eine Korrektur sehen könnten. Ja, der Bullmarkt kann auch tatsächlich in dieser Geschwindigkeit auch noch einige Monate anhalten und tatsächlich auch bis 2026, ja. Das kann man jetzt so schlussendlich nicht vorhersagen. Es gibt dann tatsächlich für diese Ereignisse, dass wir hier mal im Monatschart auch mal den 20er Monatsgleitenden Durchschnitt hier berühren. Da sind wir auch schon ein gutes Stück entfernt. Ja, da gibt's dann immer so Triggerpunkte. Das sind einmalige, vielleicht auch politische Ereignisse oder auch mal wirtschaftliche Kennzahlen, wie zum Beispiel, was mir da jetzt einfallen würde, wenn deutlich höhere Inflation zum Beispiel, dass wir eben die Fed eben nicht so stark senken kann, eventuell sogar darüber geredet wird, dass dass die Notenbank entsprechend die Zinsen sogar anheben müsste. Das wäre tatsächlich zumindest kurzfristig relativ bärisch für Gold und dann würden wir tatsächlich hier entsprechend so eine größere Korrektur sehen. Und ja, wie gesagt, wir sind ja jetzt von diesen gleitenden Durchschnitten ziemlich weit entfernt und wenn wir uns mal die Historie anschauen, dann ist es ganz, ganz wichtig, um Aussagen für die Zukunft zu treffen, beziehungsweise das so ein bisschen vorbereitet zu sein, wenn es eben soweit kommt. Ja, die Korrektur sehen wir in dem Goldbullenmarkt ab 2002. War eben so, dass wir hin und wieder mal den 20-Monats kleinen Durchschnitt berührt haben, wenn es ganz schlecht lief, sogar mal in den 50er, aber das hoffe ich mal, davon ist man noch ein gutes Stückchen entfernt. Deswegen haben wir mal den 20-Monats kleinen Durchschnitt im Blick, ja, und der ist aktuell so bei 2.900 US-Dollar. Der kommt jetzt mit der Zeit ein bisschen weiter nach oben, ja, also ich glaube tatsächlich, dass wir, wenn die Korrektur dann schlussendlich kommt, um auch diese übergekauften Verhältnisse so ein bisschen abzubauen, ein bisschen abzukühlen im Markt einfach, ja, dass wir dann durchaus eine Korrektur bis auf 3.000 Dollar sehen könnten. Ja, das ist tatsächlich so die eine Marke. Oder eben hier diese Unterstützungszone, die wir jetzt hier etabliert haben, auf der Unterseite bei 3.250 Dollar. Das ist die Range, von der ich gesprochen habe. Das, was wir jetzt hier überwunden haben im Kurs, wenn wir jetzt dann quasi da drüber sind und dann drunter wieder hier rantasten, uns von oben, dann ist es eine Unterstützung, ja. Also da kommt hier entsprechend ein Kaufinteresse vom Markt her. Und deswegen ist es dann auch so, ich sag mal so, Auffangnetze für den Kurs, dass, wenn die Korrektur dann stattfindet, dass wir hier entsprechend so Marken haben, wo wir uns orientieren können. Aber wie gesagt, tatsächlich glaube ich, dass wir durchaus bis 3.000 Dollar eine Korrektur sehen könnten. Das wären 20%, das ist nicht unüblich für einen Bullenmarkt. Aber ich sag mal, langfristig ist es entsprechend, bin ich auch die nächsten Jahre sehr, sehr bullisch, weil wir eben in einem Umfeld sind, was tendenziell gut für Gold ist. Ja, und das sind mehrere Faktoren. Zum einen habe ich auch immer wieder mal angesprochen, dass wir hier diesen US-Dollar-Index haben.
Ja, der US-Dollar-Index, wenn wir uns mal den großen Chart anschauen, dann sehen wir hier ähnliche Tendenzen dafür, dass der US-Dollar über mehrere Jahre deutlich schwächer werden könnte. Wenn es sich so wiederholt, wie zum Beispiel in 2000er Jahren hier, dann könnte es durchaus auch sein, dass, also das war ja die Phase von dem letzten großen Bullenmarkt bei Gold, dass wir entsprechend auch die nächsten Jahre einen großen Bullenmarkt sehen könnten und dann sprechen, ja, ich sag mal vielleicht 2026 sogar 5000 Dollar sehen könnten und dann bis 2030, wenn es über mehrere Jahre dann wirklich hinwegzieht, dann vielleicht sogar 10.000 Dollar. Das ist natürlich sehr, sehr spekulativ. Ja, das möchte ich auch gar nicht so darstellen, als ob das so, ja, so stattfindet. Aber das sind tatsächlich so bullische Marken, wo ich die tatsächlich nicht für unrealistisch halte. Jetzt sind wir allerdings hier angekommen, gerade wenn wir schon beim US-Dollar-Index sind, ja. Gold korreliert schon sehr, sehr stark damit. Ihr könnt es mal vergleichen, euch den Chart mal im Detail anschauen, hier im Tageschart, wie sich dann Gold entsprechend verhalten hat. Ja, jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen hat sich so, ja, abgekoppelt, aber grundsätzlich ist es ein wichtiger Indikator dahin, wohin Gold eben gehen könnte. Und wenn der Dollar-Index oder der US-Dollar wieder stärker wird, dann wäre das natürlich kurzfristig wirklich auch so ein Trigger, der eben die Korrektur einleiten kann oder eben zu so einer Seitwärtsphase wieder führen könnte, so wie wir gesehen haben, ja, dass der Goldpreis vielleicht noch ein bisschen weiter steigt, weil aktuell sieht es ja sehr, sehr gut aus und dass wir dann hier entsprechend wieder so eine bullische Seitwärtsformation bekommen. Auf jeden Fall, wie gesagt, der US-Dollar-Chart, das ist entsprechend wichtig und wenn ich mir das hier so anschaue, dieses Chartbild, dann sieht es so ein bisschen aus, als hätten wir hier einen Doppelboden geformt. Vor allem jetzt hier die letzte Wochenkerze, das würde für mich bedeuten, oder ich komme zu dem Schluss, dass wir in den nächsten 1, 2 Wochen durchaus eine Dollarstärke sehen könnten, was dann durchaus entsprechend den Gold- und auch den Silberpreis belasten dürfte. Also das ist tatsächlich so ein bisschen so eine kleine Red Flag, die ich hier mit euch mit auf den Weg geben möchte. Und ja, wie gesagt, müssen wir natürlich beobachten, aber aktuell sieht es, wie gesagt, sehr, sehr bullisch aus. Wir sind jetzt hier gerade auch jetzt am Freitag Gold nochmal sehr, sehr stark gestiegen. Solange wir hier diesen 20-Tages-kleinen Durchschnitt halten, geht es weiter nach oben in Richtung 4.000 Dollar. Das ist so die nächste Marke, die ich im Blick habe, wo dann entsprechend, weil es eine Marke ist, da tendenziell auch mehr Verkaufsorder drin sind, entsprechend hier dann an Verkaufsdruck reinkommt und das dann auch so ein bisschen den Deckel zumindest bildet für die nächste Zeit. Ja, an sich ist Gold, wie gesagt, schon mal sehr, sehr gut gelaufen und jetzt kommen wir mal an der Stelle auch zu Silber. Zuerst natürlich noch in eigener Sache, wenn es euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, das wird den Kanal unterstützen beim Wachstum. Und ja, wie gesagt, dann sprechen wir auch gleich schon über Silber. Silber, wie habe ich ja schon erwähnt, ist sehr, sehr gut gelaufen. Wenn man sich hier den Chart so anschaut, dann haben wir jetzt in der Phase, wo Gold so ein bisschen seitwärts gelaufen ist, hat sich Silber schon ja, besser gehalten, muss man sagen. Und tatsächlich, wenn wir uns mal ganz den großen Chart anschauen, dann sehen wir hier ist eigentlich noch knapp bei so um die 44 Dollar so den letzten Widerstand eigentlich vor den 50 Dollar. Und die 50 Dollar sind so der heilige Gral, sage ich mal, was den Silberpreis angeht, dass wir entsprechend das erreichen sollten, auch tatsächlich in 2025 und das hatte ich auch schon von langer Zeit gesagt, vor Monaten, dass es durchaus realistisch ist, in einem Silberbullenmarkt, ja, dass Silber entsprechend auch so parabolische Bewegungen durchaus auch, ja, stärker hat als Gold, ja, also da ist Silber sicherlich volatiler, aber dann natürlich auch die Rückschläge so deutlich stärker sind. Also tatsächlich glaube ich, dass wir, wenn wir diese 50 Dollar erreichen, vor allem nach so einem Run, ja, wenn das jetzt in relativ kurzer Zeit auch erreicht wird, dass wir dann auch einen großen Rücksetzer wieder auf 40 Dollar sehen könnten. Ja, also das würde ich nicht ausschließen, definitiv nicht. Also so Rückschläge 20-30% beim Gold- und Silberpreis ist da durchaus möglich, ist gesund, das ist kein Abbruch im primären Trend, sage ich mal. Ja, also der bleibt erhalten, der Bullenmarkt bleibt damit erhalten. Aber wenn man hier so entsprechend sich vielleicht auch Gewinne mitnehmen möchte, ein bisschen umschichten möchte, dann ist es, glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit, das hier so bei 50 Dollar zu tun. Ich glaube tatsächlich, dass Silber hier entsprechend das anlaufen dürfte. Das ist für mich das wahrscheinlichere Szenario, als dass wir jetzt hier schon auf diesem Niveau eine deutliche Korrektur sehen könnten, weil einfach das Umfeld aktuell sehr, sehr gut ist. Und da haben wir natürlich mehrere Faktoren, nicht nur die Dollar-Schwäche, die wir ja schon besprochen haben in den letzten Wochen auch, die auch mit unterstützend war, aber jetzt auch natürlich die Notenbank, ja, die jetzt anfängt, auch die Zinsen zu senken. Und wenn wir uns mal das FedWatch-Tool anschauen, das ist auch ganz wichtig, ja, das ist natürlich ein Treiber für den Goldpreis, sinkende Zinsen unterstützen den Goldanstieg. Dann sehen wir hier dann auch für Oktober schon mit großer Wahrscheinlichkeit von 91% oder knapp 92% eine Zinssenkung eingepreist ist. Ja.
Also tatsächlich rechnet der Markt damit, dass die Zinsen weiter runtergehen in den USA. Und das würde natürlich dafür auch dann weiter steigende Goldpreise tendieren. Und im Dezember für die nächste Zinssenkungsentscheidung dann im 10. Dezember sehen wir dann auch schon relativ gute Zeichen dafür, dass wir eine weitere Zinssenkung da sehen könnten mit knapp 80%. Jetzt allerdings, wenn die Inflationsdaten durch die Zölle, die ja jetzt so langsam in die Wirtschaftsdaten hineinfließen, wenn die jetzt deutlich höher werden als befürchtet oder erwartet, dann könnte dieses ganze Szenario sich drehen, dass eben diese Wahrscheinlichkeiten für oder das, was der Markt einpreist an Zinssenkungen, dass es aktuell, ich sag mal, per se ist und dass sich dann das ganze Bild ein bisschen sich ändert und dass wir dann entsprechend diese Korrektur sehen könnten. Also das ist tatsächlich so ein Szenario, was ich so mit euch auf den Weg geben möchte, also dass man quasi auch einmal den US-Dollar natürlich im Blick hat, aber auch die Fed-Entscheidungen, die Zinssenkungen und natürlich auch ganz wichtig Wirtschaftsdaten, gerade allen voran die Inflationsdaten. Wenn die Inflation anzieht, dann mag man ja vermeintlich zuerst denken, dass wir jetzt hier weiter steigende Gold- und Silberpreise sehen könnten. Ja, eigentlich ist es ja auch tendenziell so, aber dann das, was für mich ausschlaggebender ist, was glaube ich auch den Markt stärker bewegt, ist eben das Tatsache der Zinssenkungen, dass die Geldmenge weiter steigt und das Geld schlussendlich weiter entwertet wird. So, so viel zu dem Silberpreis. Wie gesagt, das ist so meine Strategie, die ich jetzt, oder beziehungsweise die Szenarien, die ich jetzt so im Kopf habe, wie ich den Markt aktuell sehe. Natürlich korrelieren dann auch die Gold- und Silberminenaktien, und wer da hier noch nicht investiert ist, der kann dann entsprechend bei der Korrektur dann auch entsprechend auch nachlegen, oder wenn hier dann entsprechend die Ziele erreicht werden in relativ kurzer Zeit dann auch bei den gut laufenden, ja, die sind auch in den letzten Tagen wieder sehr, sehr gut nach oben gegangen, die Aktien, die Goldminenaktien als auch die Silberminenaktien. Das besprechen wir aber in einem gesonderten Video, wie gesagt, und ansonsten ja, hoffe ich, dass ihr das Video hilfreich fandet und dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. In nächster Zeit noch ein kurzer Hinweis. Zum einen bin ich gerade am Umziehen, deswegen gibt es vielleicht ein bisschen weniger Videos, also nicht wundern. Und zum anderen noch der kleine Hinweis, die neue Finanzrechner-App mit 14 verschiedenen Finanzrechnern habe ich hochgeladen. Ist kostenlos, nur ein bisschen Werbung enthalten, und ja, würde mich freuen, wenn ihr die App mal ausprobiert und ein kleines Feedback gebt. Ja, ansonsten wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg und bis dahin alles gut. Ja, bis dann.